Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute bin ich mal verkleidet als Meerjungfrau. Und warum? Weil es ist wieder soweit. Es ist soweit. Das ist das einzigste Event immer, wo ich mich in Second Life zum größten Teil drauf freue. Dieses Jahr werden da zwei sein, weil ist ja dieses Jahr 20 Jahre Second Life. Ja, 2003 hat's gestartet, also wir schreiben es 23. Heißt, heißt 20 Jahre Second Life. Aber das ist jetzt nicht das Event. Dieses Event heißt Fantasie-Event. Ne? Das heißt rundrum um alles Fantasie. Ne? Sei es Meerjungfrau, indem ich mich verkleidet habe, sei es Rollenspiel, sei es so ein bisschen Goa-mäßig, ist es ein bisschen natürlich auch Meerjungfrau, dann ist es alles rundrum um Fantasie, ne? Alles das, was beinhaltet, was man alles fantasiemäßig so machen kann. Sei es auch als Huhn, sei es als, es fällt mir gerade zum Beispiel ein, auch als Fantasie oder als Elfe, ne? Und so weiter und so fort. Also man kann seine Fantasie freien Lauf lassen. Ich tue natürlich eins, ich tue jetzt nicht alle mit euch abarbeiten. Das wird ein kurzes Video werden, nicht so ein langes Video, aber ein ziemlich kurzes. Oder auch lang, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier natürlich Events. Und ihr seht, es sind dieses Jahr, wenn ich es richtig gezählt habe, sind es 22 Sims. Die werde ich natürlich jetzt in dem Video nicht alle abarbeiten und alle abgucken und machen und tun. Ne, ich wollte es euch nur wieder gesagt haben. Letztes Jahr habe ich ein Video drüber gemacht und ich mache dieses Jahr auch wieder ein Video drüber. Ne? Damit ihr mal seht, was man so machen kann. Und hier habt ihr jede Menge zu tun. Ich tue natürlich die Gruppe und die Landmarke-Info unten auf dem Video verlinken, ist klar. Und ich werde auch die Eventseite verlinken, ja, damit ihr immer gucken könnt, das und das ist jetzt eine Veranstaltung, die und die. Ne? Wer von euch natürlich Englisch gut kann, ich bin's am Lernen teilweise, dem empfehle ich auch diese verschiedene Events mitzumachen. Weil es gibt natürlich auch Clubs oder es gibt Vorlesungen, es gibt Theaterstücke und die sind ein Traum. Ja, ich weiß, sie hüpfen eigentlich auf Bällchen, aber das lassen wir jetzt alles mal dahinter, die Technik. Es geht rein um das, was wir sehen. Und das kann ich nur empfehlen. Und meistens leider ist es entweder zu früh oder zu spät für uns, weil es meistens ziemlich vieles SL-Zeiten da sind. Und ihr seht gerade in SL-Zeiten ist es gerade 2 Uhr nachts, also geht auf 3 Uhr. Ne? Dass da momentan so viele nichts ist und für uns ist es jetzt 11:30, also leider. Aber es hat damit nichts zu tun. Es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die sind der ganze Tag. Ja. Ähm, und da klicke ich jetzt hier zum Beispiel mal eins an, da geht eine Seite auf, ne, und das heißt Astra Event. Ne, das ist gerade für mich was, für Meerjungfrau. Ja, und da sehe ich die Gruppe, dann sehe ich und dann unten drunter steht dann auch noch andere Informationen. Ne? Ich würde euch empfehlen, die Gruppe zu holen. Ich tue die Gruppe auch unten verlinken, dass ihr gleich euch kopieren könnt und könnt euch die Gruppe auch so holen, ne, mit dem Link. Und dann würde ich euch empfehlen, die Teleporter-Hut. Ne? Ich mache die jetzt mal hier auf. Ne? Ihr seht, da habt ihr jede Menge Teleporter, wo ihr hinspringen könnt. Ne? Es ist natürlich auch, ihr könnt sie auch natürlich klein machen.
Natürlich ist es logischerweise auf eine Art und Weise so wenig Partikel wie möglich. Ja. Ähm, wie ihr seht, hier kann man sich eventuell auch irgendwie, was weiß ich, einen Besen oder was. Mal gucken, was es ist. Ja, lol. Lol, ist ein Besen. Eine Meerjungfrau auf dem Besen. Und ihr seht, hier, ne, gibt's verschiedene, ne, als zum Beispiel hier auf dem Elch reiten, ne, und das ist das Schöne halt, ähm, die tun hier noch Retzen. Und hier sind natürlich auch die Teleporter, Flächen, wo ihr laufen könnt, ne? Man kann dann hier rumlaufen und machen und tun. Ich glaube, ich werde den Besen lieber sicherheitshalber wieder abnehmen. Das ist auch so ein Gag, ne? Ähm, Dann komme ich am besten hier so um die Runden, ne? So, also, wie ihr jetzt laufen tut, das ist egal. Ob ihr jetzt hier rundherum laufen tut oder herumlaufen tut. Es führt immer einen kompletten Weg rundrum. Und ihr müsst ja nicht unbedingt shoppen gehen. Natürlich ist es zum größten Teil natürlich Shopping. Ja, aber ihr müsst es ja nicht tun. Ihr könnt es euch angucken. Darum geht es. Natürlich logischerweise leben sie natürlich logischerweise von unserem Geld. Sind wir mal ehrlich. Ja? Aber wenn man mal ein bisschen was über hat, paar Linden oder so, dann kann man es ja, ist in meinen Augen sinnvoll. In diesen Augen ist es in meinen Augen sinnvoll. Weil ihr wisst jeder, was eine Sim kostet. Und das Event ist teuer. Das Event ist teuer. Wer kann sich denn jetzt schon hier 22 Sims leisten? Ja? Die sind natürlich nach dem Event sind die weg. Also das heißt nicht weg, aber die sind dann sind dann unten auf dem Meeresgrund. Manche sind noch da, ne, aber manche sind dann auch wieder weg. Und am Ende des Events gibt's noch mal, da kann man noch mal eventuell 1 oder 2 Tage später hierher kommen. Da gibt es noch mal so ein Event, das heißt die Highlights. Was war gut, was war nicht so gut, ne? Und dann kann man auch voten. Dann gibt es auch irgendwo irgendwo auf einer Sim gibt's dann Voting. Und ihr solltet natürlich auch leider ein bisschen an eure Grafik denken, ne? Dreht's ein bisschen runter, die Grafik. Ihr braucht für Second ach, das wollte ich auch noch mal erwähnt haben. Ihr braucht, um Second Life zu machen und tun, zu spielen, wie auch immer, kein NASA-PC unbedingt. Wie gesagt, Second Life kann nur eine bestimmte Qualität ab, ne? Ähm, Wo ist es? Info über Firestorm. Ja, Firestorm, das ist zum Beispiel jetzt meine Daten. Ne? Ich habe ein CPU und so weiter und so fort. Windows 11 und so weiter und so fort. Ne? Das sind meine Grafikdaten. Ne? Und ihr seht aber, dass es nur eine gewisse Distanz oder sowas umändern kann. Ne? Also dreht ein bisschen die Grafik runter. Ihr seht da drüben einen Wolf auf eine Elfe und so. Also ihr werdet hier verschiedene Fantasien und natürlich auch als Mensch ist jeder auch willkommen. Ne? Und egal wie ihr es laufen tut, tut er hierher laufen. Und ihr seht immer, ne, es führt immer zum größten Teil nur ein Weg. Und wenn ihr wirklich mal ein bisschen mehr Zeit habt und ihr wisst nicht, was ihr zu machen und zu tun habt, eventuell, oder wollt euch einfach nur mal umgucken, hier gibt es auch für Leute, die gerne RP machen, ja? Rollenspiele und so. Ich zeige mich mal ein bisschen von vorne. Rollenspiele machen wollen.
sei es auch als Meerjungfrau oder sonst was, gibt es hier die ganze Zeit rundrum um Katzen zum Beispiel. Es gibt eine komplette Sim, da ist komplett aufgebaut als Katze-Avatar, alles rundrum um Katzen-Avatare, dann von Kinderavataren, dann auch noch, wie ich jetzt hier gerade bin, als Meerjungfrau oder als Elfe. Ne, jede Sim hat seine spezialisierte Dinger. Ne? Und es gibt auch Vorlesungen, es gibt auch Theatershows und so weiter und so fort. Ich kann ja mal eins tun, ich könnte mal dahin springen, aber ich glaube eher, dass das meine Internetverbindung blockiert, beziehungsweise im Ladenbalken hängen bleibe. Und das möchte ich euch nicht antun. Ja? Ihr seht hier, ihr habt jede Menge zu tun und ihr sucht doch immer Aufgaben und zu tun und zu machen. Hier habt ihr Zeit. Das Event geht bis zum 7. Mai. Ne? Das sind über 2 Wochen. Das sind genau 2 Wochen. Also ab heute oder ab morgen gesehen 2 Wochen. Komplette 2 Wochen. Ja? Und wenn es natürlich gut besucht ist und so weiter und so fort, geht das natürlich auch ein bisschen länger. Ja, eigentlich ist es soweit alles gesagt. Ne? Holt euch hier die Gruppe, dann die Seite, das wird alles unten verlinkt. Hier habt ihr auch nochmal die Teleporter-Seite. Und es geht immer eine über der anderen Sim. Und das ist auch immer so geil. Ja? Nur da spielt hin und wieder die Grafik halt nicht mit. Und deshalb solltet ihr die Grafik ein bisschen runterdrehen, damit ihr keinen Lack habt. Oder damit ihr es genießen könnt. Dreht die Grafikkarte, wie gesagt, ein bisschen runter. Die ganze Partikel und habt dann nicht gesehen, die macht da ein bisschen runter und ihr habt lackfrei. Ihr habt ein schönes Leben. Ja, auch wenn ihr 'n NASA-PC habt oder einen Laptop, einen guten Laptop oder was auch immer habt, braucht ihr alles gar nicht. Ein stinknormaler, einfacher, ganz ehrlich, ein stinknormaler, einfacher PC und der natürlich jetzt nicht unbedingt zu heiß wird, wenn man was macht. Man kann sich's ja einstellen. Ja? Habe ich ich habe früher mit einem Laptop angefangen. Mit einem stinknormalen Laptop habe ich früher Second Life gemacht, bis ich dann natürlich irgendwann einen PC hatte, ne, und so weiter und so fort. Ich bin ja jetzt auch schon über 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 6 Jahre, äh, ne? 6 Jahre sind's genau. Ähm, oh, habe ja bald Hab ja bald Reds Day, sehe ich gerade. Hab ja morgen Reds Day. Morgen sind 7 Jahre. Cool. 23.04. Heute haben wir 22.04. Also habe ich morgen eigentlich Reds Day. Aber ich feiere den nicht großartig. Ne? Aber natürlich, ne? Aber ich feiere den nicht großartig. Also weder mein Geburtstag in SL noch mein Reds Day tue ich großartig feiern. Das geht über. Aber das ist schon eine lange Zeit eigentlich. 7 Jahre. Uff, naja gut. Also wird bald 7 Jahre. Also, ne? Wie bis dahin und fühlt euch wohl und guckt euch gerne um. Ne? Ihr seht, ich habe die Partikel ziemlich runtergestellt. Ich sehe sie nicht gleich. Und das ist generell so in neuer Zeit. Das dauert immer, bis jemand Neues retzt. Ja, also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Habt Geduld, habt Zeit und ja, wünsche euch viel Spaß.